nach dem Aufnahmenschluss strömten alle raus und einer der Musiker sagte, Kinder, wir haben besser gespielt, als wir können. Das war Karajans Wunder. Herr Professor Ciobadi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit uns jetzt ein schönes Gespräch führen. Vielen Dank dafür. Was fällt Ihnen jetzt ganz spontan als erstes ein an Anekdote mit Herrn Karajan zusammen oder was Sie erlebt haben, als kleine lustige Anekdote? Lustige Anekdoten sind nicht sehr häufig auf der Seite von Herbert von Karajan, aber wie kam ich zu ihm zusammen? Tage nach der Ankunft in Wien, nach der Flucht aus Ungarn 1956, nach dem Ungarnaufstand, den die Sowjets niedergetrampelt haben und halb Ungarn flüchtete, traf ich in Wien auf den Straßen und in den Espressos und überall immer wieder Musiker. Budapester Musiker, Philharmoniker, Radiosymphonie-Mitglieder. Ich war nämlich davor, ich will Sie nicht langweilen mit meiner Biografie, aber ich war Musikredakteur in dem Budapester Rundfunk und habe speziell mit dem Symphonieorchester zu tun gehabt. Die große Freude in Wien nach der gelungenen Flucht verwandelte sich in Fragezeichen, was machen wir jetzt aber? Und wir hatten auch junge ungarische Dirigenten mit, darunter einen Zoltán Rozsnyai, der kurz davor in Italien in einem großen internationalen Dirigentenwettbewerb, junge Dirigentenwettbewerb, einen großen Preis gemacht hat. Alles dachte, Rozsnyai sollte die Sache in die Hand nehmen, nicht nur alles, sondern er selber auch. Und so entstand die Idee eines aus geflüchteten Musikern zusammengestelltes ungarische Symphonieorchester. Unter dem Namen Philharmonia Hungarica wurde das Orchester lange Zeit bekannt. Und die Musiker haben den Peter Ciobadi sofort zum Direktor oder Intendanten gewählt. Aber es waren in Wien viel zu viele Musiker da für ein Symphonieorchester und es wurden Probespiele organisiert. In welchem Jahr war es? Probespiele waren im Januar, Februar 1957. Ja. Und wer war der große entscheidende Faktum? Das große entscheidende Faktum bei dem Probespiel Herbert von Karajan. Er hatte Zeit, obwohl er damals in jeder Großstadt eine führende Position hatte. Und so habe ich ihn kennengelernt. Das heißt, erst für die Probespiele nach Wien gekommen? Sozusagen Wochen nach Ankunft in Österreich und in der freien Welt, kannte Karajan mich, ich kannte Karajan und wir wurden irgendwie sehr schnell, nicht intim, ist übertrieben, aber er hatte an mir irgendwie den Vertreter dieser ganzen ungarischen Haufens gesehen und behandelt. Und dort haben wir uns auf dem Korridor des österreichischen Rundfunks kennengelernt. Und das ist schon einige Jahre her. Das glaube ich. Und dann sind Sie nach Salzburg gegangen? Ich bin kurz nach Salzburg, ich blieb in Wien dann, er war auch in Wien, er war Direktor der Wiener Staatsoper später. Ja. Und unser Kontakt ließ ein bisschen nach, aber in den 60er Jahren wurde der Kontakt sehr stark. Und wo Sie dann auch Pressesprecher der Osterfestspiele geworden sind. Ich wurde dann Pressesprecher der Osterfestspiele.
Ja, der Kontakt, also das war wirklich eine biografische, ein Roman, der Kontakt, wie es weiterging, wenn ich das erzählen darf. Na, sehr gerne, bitte. Ich wurde dann ab 1961 Musikredakteur im Sender Freies Berlin. Das war das schreckliche Jahr der Mauer. Ja. Und ich als Ungarnflüchtling riskierte sehr viel nach West-Berlin, aber ich liebte Berlin und also ich wurde so ein Wahlberliner. Und Karajan war der Chef des Berliner Philharmonischen Orchesters. Nun, 1961, ein Jahr lang, war ich der Sekretär seines von ihm sehr geschätzten Kollegen Ferenc Fricsay. Und Ferenc Fricsay war der Chef in Berlin des Radiosymphonieorchesters und Karajan war Chef des Berliner Philharmonischen Orchesters. Und obwohl Karajan die anderen Dirigenten nicht sehr oft und nicht sehr herzlich zu loben pflegte, über Fricsay hat er nur Gutes. Nur gut. Den Fricsay hat er geschätzt. Fricsay war viel jünger als er. Und ich bin mit Fricsay nach Berlin gegangen, um im Radiosymphonieorchester sein Assistent und Mitarbeiter zu werden. Fricsay starb ein Jahr später. Ui. Und das Radiosymphonieorchester war das erste Symphonieorchester im Fernsehen. Und das waren berühmte Fernsehstücke und damals noch gab es kein Farbfernsehen, wurde eben entdeckt. Und der Fricsay machte eine historische Aufnahme mit Smetanas Moldau. Und der Sender Freies Berlin, wo ich Redakteur war, hatte ihn selbstverständlich sehr gefördert. Und dann ist er weg. Und der Sender Freies Berlin gab für Fernsehzwecke eine sehr große Summe D-Mark frei. Ja. Und in einer Sitzung damals, 1961, 62, war die Rede, was machen wir mit diesem Geld? Und mir war wirklich eine göttliche Eingabe. Sagte, hier haben wir neben Fricsay, nicht neben, sondern noch höher, den Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker. Und wir sind der Berliner Sender. Das Geld müsste für Fernsehsendungen verwendet werden bei den Berliner Philharmonikern. Na, mach mal, hat die Direktion gesagt. Na, da habe ich angerufen in der Berliner Philharmonie, habe dann mich verbunden mit Karajan, erinnerte mich sehr gut, sage ich komme zu Ihnen. Und da hat er mich empfangen in dem damals noch nicht im Bau befindlichen Philharmonie. Und ich trug vor, dass wir viel Geld haben für Fernsehsendungen. Er war Schallplattenstar. Ja. Die erfolgreichsten symphonischen Schallplatten hat er gemacht. Und es interessierte ihn das Fernsehen überhaupt nicht. Und ich habe all meine Überzeugungskraft zusammengenommen und gesagt, das Fernsehen ist das Medium, was kommt. Da vergessen Sie nicht, damals hat man in Berlin ein paar hundert Fernsehgeräte bei Leuten. Da gab es noch nichts. Und das Fernsehen war so eine Erfindung, das kommt und so. Ich sagte, Herr von Karajan, ich war bei Fricsay und den haben Sie immer sehr geschätzt. Und er war ein Wegbereiter des Symphonieorchesters im Fernsehen. Das gab es bis dahin nicht. Also Fernsehaufnahme mit Symphonieorchester war sehr kompliziert. Das sind 100 Leute und wohin die Kameras und wohin die Mikrofone. Ja. Und so. Der Karajan interessierte sich überhaupt nicht. Und ich redete wirklich mit Engelszungen. Und ich sagte dann zum Schluss mein schönes Argument, wir haben 100.000 D-Mark für Sie, was wollen Sie davon? Da wurde er sehr interessiert, weil das kostet Geld, das selbstverständlich. Fernsehaufnahme bedeutet neue Gagen für die Musiker und so. Also was soll ich will sagen, Karajan und Fernsehen
kamen zusammen in diesem Gespräch 1961, 62. In Berlin. Jetzt kommt aber die große Pointe. Ich sagte ihm, Herr von Karajan, das machen wir jetzt, Nägel mit Köpfen, die erste Aufnahme mit Ihnen und mit den Berliner Philharmonikern. Er hat sehr überlegt und sagte, Berliner Philharmoniker sind auf Tournee. Stellen Sie mir ein Symphonieorchester zusammen und mit diesem neuen Symphonieorchester mache ich die erste Probeaufnahme, da liegt auf dem Tisch übrigens, glaube ich, für das Fernsehen. Mhm. Da stellen Sie sich 140 Musiker zusammen, die einander nicht kannten, die durch die Mauer, sehr viele kamen aus Ostberlin. Ganz bunt gemischt. Und DDR. Ich habe das Orchester zusammengestellt. Und an einem schönen Tag war die Probe und die Aufnahme mit Herbert von Karajan. Er wählte Till Eulenspiegels Lustiger Streicher in Schelmenweise von Richard Strauss. Ein sehr schweres Stück fürs Orchester. Die Musiker saßen zusammen, die haben sich noch einander vorgestellt, die kannten sie kaum. Und der Karajan kam rein und hielt eine kurze Rede. Das war als Berliner. Ja. Und Berliner waren damals, also nach der Mauer, können Sie sich vorstellen, alle Munde und Leiden. Die meisten Musiker hatten Familie auf der anderen Seite oder Freunde auf der anderen oder Job auf der anderen Seite verlassen und blieben hinter der Mauer, weil Berlin-West war umgeben von Mauer. Ja. Und Karajan sagte, meine Herren, probieren wir. Ich weiß, die sind alle neu. Also gab den ersten Auftakt. Das klang noch nicht nach Symphonieorchester. Das können Sie sich vorstellen. Diese Musiker haben miteinander noch nie gespielt. Da hat er angefangen zu proben. Und da war mir das Genie Karajan zum ersten Mal klar. Mhm. Wie er diese Musiker in der Hand hatte, wie er liebevoll die Fehler korrigierte. Ja. Die Proben sind 3 Stunden. Die erste Hälfte war 1 Stunde 15 Minuten. Am Ende der 1 Stunde 15 Minuten klang es schon nach Orchester. Oh. In der zweiten Hälfte gab es schon Aufnahme. Und es hat Karajans Wunderhände nötig, dieses noch nie zusammengespielte Ensemble, dieses zusammengeworfene Würfel Musiker klangen plötzlich nach Richard Strauss. Wahnsinn. Ich will das Ganze nicht erzählen, nur die Pointe. Nach dem Aufnahmenschluss strömten alle raus und einer der Musiker sagte, Kinder, wir haben besser gespielt, als wir können. Das war Karajans Wunder. Ja. Was hat Sie menschlich bei Karajan immer am meisten beeindruckt von ihm? Der Umgang mit Musikern oder der... Das ist eine umfassende Frage. Ein solch übermenschlicher Typ, ein so übermenschlicher Charakter. Mich hat bedrückt, dass er nicht glücklich war. Ihm musste alles perfekt sein und besser als perfekt. 12 Berliner Philharmonische Cellisten haben ein kleines Cello-Orchester gegründet. Mhm. Und er hat mit denen viel gearbeitet. Und da hat er noch eine Probe und noch eine Probe und noch eine Probe und das klang noch immer nicht so lang. Und da hat er einmal gesagt, meine Herren, jetzt klingt das perfekt, aber jetzt muss Farbe hinein in den Klang. Ja. Und diese Perfektion, das in jedem Karajan-Artikel, in jedem Karajan-Buch beschrieben wird, habe ich sehr bewundert und versuchte mit meinen sehr untauglichen Mitteln zu befolgen. Karajan hatte ein sehr warmes Herz, was die Leute überhaupt nicht bemerkt haben. Mhm. Karajan hatte auch Humor, meistens zu Lasten anderer, aber er hat sehr gerne gelacht und ich lache auch gerne.
Und also er sagte immer, ich gehöre zu der ungarischen Mafia. Das war auch seine Erfindung. Aber war es schwierig, mit ihm manchmal zusammenzuarbeiten, wenn er diese präzise Art hatte, dass alles perfekt sein sollte? Schwierig ist ein schlechtes Wort. Es war maximal. Da konnte man nicht halbe Sachen machen. Ein Fehler genügte und man flog. Oh. Also wenn er mich abends um 10 Uhr in Berlin in meine kleine Wohnung anrief und sagte, Herr Chobady, ich will Sie sprechen, kommen Sie morgen ins Büro. Sag, Herr von Karajan, sage ich bin in Berlin. 750 Kilometer. Haben Sie kein Auto? Sage ich, ja, selbstverständlich. Am nächsten Morgen war ich in Salzburg. Durchgefahren. Man musste bei ihm nicht Gutes, sehr Gutes bieten. Keine Fehler machen. Das war sehr wichtig. Und auch in der Zeit in den Osterfestspielen, wo Sie der Pressechef, Presseleiter waren, das war dann wahrscheinlich noch sehr viel intensiver, die Arbeit mit ihm. Und ich war früher der Pressechef der Berliner Festwochen. Eine Pressekonferenz habe ich für ihn organisiert in Berlin bei den Festwochen. Was auch ein bisschen Widerstand war bei ihm, aber dann war es sehr gut gelungen, sehr gut gelungen. Und nachher kriegte ich ein Telefon, der Chef will Sie sprechen. Herr von Mattoni, dessen Namen wir erwähnen müssen, das war sein engster Mitarbeiter, jahrzehntelang, André von Mattoni, ein Adliger und ein Burgtheaterschauspieler früher in der Jugend. Und der Chef, er hieß nur der Chef. Chef will Sie sprechen. Oje, habe ich gedacht, die Pressekonferenz hat ihm doch nicht gefallen, wenn er mich sprechen. Und ich kam in seine Probe in Berlin und er sagte, der Herr von Mattoni wird Ihnen sagen. Bitte. Der Herr von Mattoni sagte, Sie sollen bei den neuen Osterfestspielen dasselbe machen wie in Berlin. Dieses Berlin können Sie lassen. Wurde so. Und ich wurde von 1967 bis Karajans Tod und nachher bei Scholti und nachher bei Abado war ich der Pressechef der Osterfestspiele Salzburg. Viel gelernt, viel erlebt, sehr glücklich gewesen, das Ganze sehr wichtig genommen in meinem Leben, obwohl ich inzwischen Senderfreies Berlin und später Deutsche Welle Musikchef war, also das war mir schon eine Nebenbeschäftigung. Und da sollte ich in Salzburg die Osterfestspiele nebenbei machen. Dazu hat mich Karajan gebeten und ich sagte ihm, ich soll nach Salzburg kommen und hier wohnen und so. Ich habe einen so wichtigen und schönen Posten in Köln, das war ich nicht willens zu verlassen. Ich sagte ihm, Herr von Karajan, ich brauche nicht ein ganzes Jahr wegen der 9 Tage Osterfestspiele in Salzburg leben. Lassen Sie mich in Köln wohnen und ich brauche in Salzburg eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der dort die Festung hält. Ja, nehmen Sie die große Schwarze aus dem Pressebüro. Das war die große Schwarze, war die Frau Hausjäger. So begann. Und dann später kamen wir zusammen. Und das ganze Festspiel wusste, dass wir zusammengehören. Und dann 1969 war das Haus fertig, haben wir bezogen und seitdem leben wir zusammen hier. Und ich hoffe, dass die gesund bleibt und gesund wird. Bestimmt. Und Karajan hat sie öffentlich geküsst. Karajan hat sie vor den Fernsehkameras vor den Kameras. Als ich mein Karajan-Buch zu seinem 80. Geburtstag ihm feierlich überreicht habe, hat er sich sehr gefreut und nahm das Buch in die Hand und küsste meine Frau und dankte bei ihr. Wir hatten, was mein Leben sehr reich gemacht hat. Karajan war sehr viel allein. Frau Elliot hatte manchmal andere Programme, zum Beispiel Silvester.
Silvesterkonzert hat er in Berlin dirigiert. Eliot war entweder in Salzburg oder in Paris. Und dann blieben wir zusammen. Und mit Karajan haben wir ein paar Gläschen schon getrunken zusammen, haben nicht viel, aber immerhin. Und dann so großartige Gespräche geführt, so richtig eingehende philosophische Gespräche. Das mochte er. Und ich neigte zu Nachdenken und neigte zu Philosophie selbstverständlich. Und über Völker, über Geschichte, über Österreich, über Musik, über die Musikwelt, über die Musiker, die er sehr gut kannte. Das war nicht die Musiker sehr angenehm, weil er die Musiker sehr durchschaut hat. Sie waren auch mit Karajan ganz viel auf Tournee auf der ganzen Welt. Ja. Aber Sie meinten, in Moskau wären ganz besondere Erfahrungen gewesen. Er probte in der nagelneuen Berliner Philharmonie und ich sah zu so viel Proben zu gehen wie möglich und mithören und mit ihm sprechen und so. In den Pausen haben wir immer Sachen erledigt und so. Und es war selbstverständlich von ihm nicht gewünscht, dass da irgendwelche Zuhörer mitsitzen in dem riesigen 2000-sitzigen Philharmonie-Zuhörerraum, sondern wenn er probte, hatte er nur das Orchester, selbstverständlich. Und ihm und mir ist aufgefallen, dass ein Mann, ein jüngerer Mann in einer der letzten Reihen da brav die Probe zuhört. Und er sagte mir, fragen Sie mal, wer ist das und wieso kommt er da hinein? Ich war darauf bestanden, dass kein Mensch bei den Proben, ich will da kein Publikum proben. Also ich ging zu dem Herrn und ich sagte ihm, entschuldigen Sie, wir wollen wissen, wieso kommen Sie rein und was haben Sie für Wünsche? Oder sagte er, ja, you have to speak with me English. Sage ich, who are you? I am Secretary of the Soviet Embassy. Der Sowjetbotschaftssekretär aus Ostberlin war er. Ein ziemlich bedeutender junger Mann. Na, dann habe ich Englisch mit ihm sehr gut gesprochen. Also daraus wurde ein Gespräch. Er hat gesagt, Sie in der Sowjetunion halten sehr viel von Herbert von Karajan. Und Herbert von Karajan sollte in die Sowjetunion kommen, Tournee machen. In die Sowjetunion, das war damals die in der Zeit. Die Zeit des Eisernen Vorhanges. Ja. Das war die Zeit der Berliner Mauer. Das war ein Halbkriegszustand mit dem Ostblock. Das war also der Gedanke, dass die Berliner Philharmoniker dann mit den Berliner Philharmonikern in die Sowjetunion reisen, das war eine Utopie. Die Utopie wurde Wirklichkeit. Das Berliner Philharmonische Orchester unter Herbert von Karajan flog nach Moskau und nicht nur nach Moskau, sondern auch nach Vilnius und Kiew und Odessa. Und Wahnsinn. Fast einen Monat waren wir in Russland. Damals hieß es nicht Russland, sondern die große Sowjetunion. Über diese ganze Geschichte stand die sowjetische damalige allmächtige Kultusministerin, die Karajan bewundert hat. Wusste alles über die Herbert von Karajan Stiftung. Dann haben wir auch sehr viele junge Dirigenten in der Sowjetunion. Wie wäre das, dass die Herbert von Karajan sie unterrichtet? Die unterstützt? Selbstverständlich, ja. Eine ganze philharmonische Probe wurde trotz des sehr intensiven Programms mit Konzerten, eine ganze philharmonische Probe, 3 Stunden, wurde den
jungen sowjetischen Dirigenten gewidmet. Eine nach dem anderen trat auf und dirigierte die Berliner Philharmoniker unter in dem seiner leeren Anleitung. Moskauer Konservatoriumsaal. Und Karajan hörte die alle ab und ich neben ihm saß. Und bei dem einen sagt er, fragen Sie mal den Namen, der ist interessant. Ich fragte den Namen. Der ist jetzt Generalmusikdirektor der Münchner Philharmonie und lebt, ja. Und kam nach Berlin, wurde Karajans Schüler, also das endete in einer großen musikalischen Freundschaftsverbindung mit der damaligen Sowjetunion. Und das war ein kleiner Stein oder ein großer Stein in dem späteren Bau der ganzen Annäherung und Friede und so. Karajan hat politisch ungeheure Dienste gemacht. Und von der Programmauswahl bei den Konzerten hat er sich dann speziell darauf konzentriert? Sehr gute Frage. Programmauswahl. Karajan sagte, er will die 8. Symphonie von Schostakowitsch dirigieren. Das war in der Sowjetunion verboten. Wahnsinn. Und hat das gespielt? Und hat er dirigiert und Schostakowitsch kam in das Konzert und saß und verbeugte sich auf dem Podium und Karajan umarmt mich auch umarmt. Oh. Ja. Das sind ja Stunden, Karajans die man nie vergisst. Politische Aktivität, kulturpolitisch, politische Aktivität. Wurde er attackiert in Russland deswegen? Der Karajan wurde in der Sowjetunion vergöttert. Also solche Erfolge, jeder sagte, und das war ein Sowjetpublikum, ein Funktionärspublikum, keine irgendwelche Freier, das war also etabliertes Sowjetpublikum, die haben getobt. Trotz der Stückeauswahl? Gott, das Stück war ein Riesenerfolg. Wahnsinn. Ja, er hatte Mut. Karajan hatte viel Mut gehabt. Karajan hatte ungeheuren Mut. Schauen Sie, was kann ihm passieren? Das stimmt. Was mir jetzt auch einfällt, die Beziehung mit Leonard Bernstein und Karajan. Ja. Bernstein hat Karajan, glaube ich, öfters eingeladen, nach New York zu kommen, nach Amerika, aber war ein bisschen enttäuscht, dass es umgekehrt nicht der Fall war. Fällt Ihnen dazu was ein? Karajan hat ihn eingeladen zu den Osterfestspielen, doch zu dirigieren war die Rede davon. Ich habe mit dem Bernstein sehr viel sprechen dürfen und müssen und wollen. Das war eine diplomatische Aufgabe. Das glaube ich. Das war genauso schwierig wie Ostblock, Westblock. Der Bernstein war irgendwie neidisch auf Karajans Erfolge und neidisch auf sein Können. Und der Karajan litt darunter, dass der Bernstein Komponist war. Und er sagte mir, der ist auch Komponist, ich komponiere nicht, er hat nie was komponiert. Aber er wollte es auch nicht. Der Bernstein hat eine Westside-Story komponiert. Das stimmt. Also das war eine unerfreulich wäre das falsche Wort, aber ein erfolgloses Bemühen, um die zwei großen Künstler zusammenzubringen. Ja. Ein bisschen waren sie zusammen, aber irgendwie, wie man das heutzutage sagt, die Chemie war nicht günstig. Hat Karajan, wenn er für sich alleine war oder wenn Sie ihn mal angetroffen haben, wo er alleine war, Klavier gespielt oder für sich selber musiziert? Oder wollte er dann damit nichts zu tun haben? Er musizierte selber wenig. Er spielte Cembalo in manchen Bachschen Konzerten und Klavier hatte er zu Hause, selbstverständlich, aber sehr viel Klavier hat er nicht gehabt. Er war Pianist, er hätte können, aber er hatte keine Zeit. Ja. Aber er hat viel Sport gemacht. Sie haben 90 Jahre lang jeden Tag geschwommen. Sind Sie jeden Tag geschwommen? Und Karajan hat auch geschwommen und Ski gefahren. Aber die große Liebe von Ihnen beiden war das schnelle Auto. Das schnelle Auto, ja. Ich glaube, da haben Sie auch eine Geschichte. Lustige Geschichte.
Ich war ein armer Schulfunkjournalist mit sehr wenig Gehalt und später ein bisschen mehr, aber meine erste Familie war in Budapest geblieben. Und der habe ich alles Geld, was ich hatte, geschickt. Also habe ich einen billigen Volkswagen gefahren. Und zwar, damals war das ein sehr kurzer Zeit gebauter Typ, VW normal, aber Limousineform, nicht der VW Käferform, der Limousine. Und ich weiß nicht, wie es hieß, und das war ein sehr schickes Auto und sehr schnell und ungeheuer schnelle und starke Maschinen. Und Karajan hatte selbstverständlich von dem Berliner Senat und von vielen immer einen großen Mercedes zu fahren, wollte nicht. Ich soll ihn fahren. Nach dem Philharmonischen Konzert, nach vielen, musste ich mit meinem klapprigen VW vorfahren. Da setzte er sich neben mich und wir fuhren in die Stadt. Manchmal haben wir einen Kaffee getrunken oder was gegessen. Und ich erinnere mich an viele Stickeln, die wir gemacht haben. Das war schon so nachts, dass der Kurfürstendamm leer war. Und ich konnte Powerslide fahren. Dieses Drehen des Autos. An der Stelle rundum das Auto umdrehen, von voller Geschwindigkeit, Bremse drauf und Lenkrad und das Auto drehte sich um seine eigene Achse. Das liebte er. Und das mussten wir auf dem Kurfürstendamm machen. Wenn die Polizei uns erwischt hätte, wäre es sehr traurig. Aber er hat es genossen. Machen Sie mal Powerslide. Also, ach, er saß neben Ihnen am Beifahrersitz? Neben mir gesessen am Beifahrersitz. Er wollte nicht fahren. Er war manchmal so goldig und so jugendlich und heiter. Ja. Selten. Es waren seltene Augenblicke. Das glaube ich. Sie haben ja wahrscheinlich auch viel Alltag mit ihm erlebt, wenn Sie jetzt so eng mit Zusammenarbeit hatten. Ja, wahrscheinlich sicher. Auch mit irgendwelchen Abendessen oder mit Trinken. Er liebte ausgefallene asiatische Küche. Ah ja? Und irgendwo in einer kleinen Nebenstraße, in einer nicht sehr guten Berliner Gegend, gab es einen Asiaten, den er irgendwie ausgewählt hat. Und dann gingen wir, Herr Fumatoni, Herr von Karajan, Herr Fumatoni und ich, nach Konzerten oder Proben essen. Und also er aß die abenteuerlichen Muscheln und alles. Und der Matoni, der war ein Adliger, ein Grand Seigneur und sagte, der Chef ist dieses Zeug, ich kann das gar nicht sehen. Das löffelt er in sich, dieses Zeug. Und ich habe das Zeug auch gegessen, aber überlebt. Ohne große Überzeugung. Aber Karajan liebte die ausgefallenen Sachen. Aber er aß gerne, er trank, also er hat sein Leben auch genossen. Er lebte gerne und er war nicht falsch zu sagen, dass er unglücklich war. Er war nicht so ein von Glück strahlender Mensch, das war er nicht. Er war ein Mensch, der unsichtbar auf seinen Schultern seine vielen selbst ausgewählten Aufgaben trug. Ja. So sehe ich, wenn man ihn abstrakt malen könnte, hat viele Gewichte auf seinem Rücken, Berliner Philharmoniker, früher die Wiener Staatsoper, ein Pariser Orchester und die Osterfestspiele und die Salzburger Festspiele, das war alles seine Leitung. Ja, er hat viel geschaffen. Hier, wo wir jetzt sitzen, aber das fotografieren Sie auch, wurde mein 60. Geburtstag gefeiert. Und sehr viele Gäste waren, 30 oder 40 Gäste waren voll. Dina, meine Frau, hat vom Festspielhaus, nein, von der Landesregierung, diese goldenen Salzburger, wunderschönen, eleganten kleinen Sessel kommen lassen, 30 Stück oder so. Es war wie ein Zuschauerraum und da saßen die Leute. Und die Rede hielt der Chefredakteur
der ehemalige Chefredakteur, meiner vor 40 Jahren gearbeiteten ungarischen Zeitung, Ivan Boldizsár, aus Budapest extra hierher gezwungen, um die Festrede zu halten. Da hat er die Festrede gehalten. Und inmitten der Festrede klopfte unsere Frau Huber, die unsere Haushalt führte, klopfte verzweifelt an diese Tür und zeigte, Herr von Karajan ist am Telefon. Da musste ich dem Festredner sagen, ich muss dich unterbrechen, Karajan kann ich nicht. Nicht Nein sagen. Er saß in einer Sitzung der Festspielkomitee und Festspieldirektion und wusste, dass ich den 60. Geburtstag wollte gratulieren. Nein. Das ist nicht er war selbstverständlich auch zu dem Fest eingeladen, aber es war Festspielzeit, er konnte nicht das Haus verlassen. Da haben wir lang telefoniert und gratulierte und sagte, noch weitere Jahre machen wir weiter. Und dann kam ich zurück, sagte ich meinem Chefredakteur, jetzt kannst du weiterreden. Na witzig. Da war ich einmal im Krankenhaus, ein anderes Jahr, operiert. Und da hat man uns auf die Terrasse getan, weil es war Sommer und die Sonne schien. Ich habe mit Karajan telefoniert, ich weiß nicht, machte die Festspieler weiter aus dem Krankenhaus und sagte, ja, ich komme jetzt, gucken Sie mal auf den Himmel, nach einer Weile. Nach einer Weile erschien er mit seinem Flugzeug über mir. Nein. Und machte Kreise und Achter für mich ins Krankenhaus. Er hat Sie mit seinem Flugzeug besucht. Das soll ein Pilot machen. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Sehr gerne. Das hat uns sehr gefreut, es war sehr spannend. Vielen Dank.